Romantische Sonnenuntergänge, Stellplätze direkt am Wasser, atemberaubende Ausblicke, jeden Tag selbst gekochtes, gesundes Essen. So sieht Vanlife meist auf Social Media aus, aber das ist nicht die Realität on the road. In diesem Video erfahrt ihr, wie der Alltag on the road im DIY-Minicamper Selbstausbau wirklich ist, welche Herausforderungen einem dabei begegnen und was man auf jeden Fall erwarten kann, wenn man in so einem kleinen Camper unterwegs ist. Erstens, der Platz ist begrenzt. Ausstrecken wie zu Hause im Bett geht ab einer gewissen Körpergröße nicht mehr ganz so einfach. Sachen fliegen überall rum, alles ist irgendwie enger, man hat nicht so Kopfhöhe, Stehhöhe in einem Minicamper. Muss man sich auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass das ein bisschen anders läuft, als wenn man mit einem großen Wagen unterwegs wäre. Man muss das Gepäck stapeln, übereinander packen, hintereinander packen, sich da irgendwie die Zwischenräume suchen, die man nutzen kann und auf jeden Fall irgendwie einplanen, dass so eine Katzenwäsche im Auto ein bisschen schwieriger ist als in einem geräumigen Badezimmer. Duschen im Stehen geht sowieso nicht. Ich kenne keinen Minicamper, der das hat, außerhalb des Autos. Und das muss man einfach alles organisieren und mitbedenken, wenn man nicht gerade auf einem Campingplatz steht, wo man sowieso Duschen und sowas hat. Zweitens, wenn man nicht schon nach 10 Minuten im absoluten Chaos versinken möchte, sollte man auf jeden Fall strikt Ordnung im Minicamper halten und sich sehr gut organisieren. Diese Orga-Regeln gelten auf jeden Fall für solche Sachen wie Equipment, Camping-Gadgets, Kleidung, Geschirr, Lebensmittel. Dann fallen einem die Nudeln runter und dann penne ich auf dem Boden. Was ich damit eigentlich sagen will? Ich sollte laufen. Ich habe vergessen, dass ich laufen muss. Was ich damit eigentlich sagen will, alles sollte seinen festen Platz haben. Nur so schafft man es, den multifunktional gedachten Raum auch wirklich für die vielen verschiedenen Zwecke zu nutzen, ohne dabei durchzudrehen. Man muss sich für die Praxis im Camper und on the road auf jeden Fall mit viel mehr Fragen, Problemen und Herausforderungen und Gesetzen beschäftigen, als Social Media einem das immer so vermittelt. Wo bekomme ich frisches Wasser her? Wo entsorge ich meine Toilette? Wo darf ich überhaupt langfahren? Wo darf ich parken? Wie lange darf ich da stehen? Darf ich in meinem Auto übernachten? Und darf ich dann einen Stuhl rausstellen? Falls euch solche Fragen auch interessieren und ihr da immer noch nicht den Plan von habt, verlinke ich euch hier oben mal ein Video zu den 10 Camper-Basics, die jeder Camper kennen sollte. Da erkläre ich all diese Grundfragen, die auf Instagram und Pinterest nie vorkommen. Nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau. Der Ausbau ist nie wirklich ganz vorbei. Und deswegen sollte man auf jeden Fall so eine kleine Auswahl von Werkzeug immer mit dabei haben, auch wenn man unterwegs ist. Also zumindest einen Akkuschrauber, einen Schraubendreher, Schmirgelpapier und ganz wichtig Gaffertape. Braucht man immer. Hier löst sich mal eine Schraube oder man muss ein bisschen was nacharbeiten oder reparieren. Ist schlecht, wenn man dann kein Werkzeug dabei hat. Jetzt etwas, das eigentlich auch gut ist, nämlich beim Minicamper erwarten viele Leute gar nicht, wenn das Äußere das nicht verrät, dass da irgendwelche Leute drin sind. Und das hat aber auch einen großen Nachteil, denn dann sind die Leute um dieses Auto herum meistens sehr, sehr laut und dann kann sowas passieren, wie uns letztens passiert ist. Wir standen auf einem Wanderparkplatz und es war dunkel und es rauschten 2 Autos mit jeweils 4 jungen Männern an und die haben sich dann gegenseitig mal gezeigt, was die neu verbaute Audioanlage da in der Karre so kann. Und die haben nicht damit gerechnet, dass wir direkt daneben in unseren Campern lagen. Und die Unterhaltung war ungefähr so: Ey, was ist, wenn da in einem Auto irgendwelche Leute sind? Und die Antwort von dem Kollegen: Alter, es ist unfassbar gruselig nachts hier im Wald auf diesem Parkplatz. Wer würde im Leben auf die Idee kommen, hier in seinem Auto drin zu schlafen? Weil es auch bei Campern nicht immer so ganz klar ist, dass die eigene Freiheit vom Camper und Roadtrip, Vanlife, da endet, wo die Freiheit der anderen Leute anfängt und es dann immer noch einen Teil gibt von Leuten, denen das auch dann nicht interessiert, ist die Situation bezüglich Müll, Hinterlassenschaften und so weiter an beliebten Spots, Plätzen, wo man stehen kann, ziemlich scheiße mittlerweile. Und in der Realität mit dem Minicamper muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es genervte Anwohner an solchen Plätzen gibt und
Vielleicht auch Zeiteinschränkungen, dass man eben nicht über Nacht stehen darf oder Verbote, zum Beispiel für Wohnmobil. Das betrifft einen jetzt im Minicamper nicht so, aber da muss man, oder meistens, ne, manchmal doch, aber da muss man dann in der Realität einfach mitrechnen, dass man nicht immer überall stehen kann, wo es schön ist. Falls euch interessiert, wie ich meine einsamen Stellplätze finde, wo man trotzdem stehen kann, verlinke ich euch das Video mal hier oben. Ein anderer fester Teil der Realität im Minicamper ist, dass man, wenn man mit seiner rollenden Unterkunft unterwegs ist, ständig Angst hat, irgendjemand könnte in seine fahrende Unterkunft einbrechen oder sie stehlen, da irgendwas dran kaputt machen. Man könnte einen Unfall haben, wo man nicht einfach nur sein Fahrzeug, das einen von A nach B bringt, verliert, sondern gleich auch irgendwas, wo man sehr viel Herzblut, Zeit und Geld reingesteckt hat. Ein anderer Punkt ist auf jeden Fall etwas, das ich gerade vergessen habe. Wenn es draußen dunkel ist und ihr in eurem Camper sitzt, habt ihr ja meistens Licht an. Und wenn ihr dann euch umziehen müsst oder auf Toilette müsst und keine blickdichten Vorhänge habt, wird das für die Passanten sehr unterhaltsam und für euch stressig. Man ist seinem unmittelbaren Umfeld im Minicamper auf jeden Fall sehr viel ungeschützter ausgesetzt. Man muss sich klar machen, wenn man morgens wach wird und die Tür aufmacht und im Schlafanzug ist, dass es dann passieren kann, dass man erstmal 5 Spaziergängern Guten Morgen sagen muss und muss sich mental darauf vorbereiten, ein bisschen Smalltalk zu halten. Also das ist auf jeden Fall was zu Hause anders ist. Wenn ihr da ein Fenster aufmacht oder sowas, steht ihr nicht direkt im Wald oder sowas. Und im Minicamper ist halt Schiebetür auf, Heckklappe auf, alle sehen in deine Wohnung. Und ja, wenn du nicht umgezogen bist, dann wirkt das manchmal etwas komisch. Und ein Aspekt, wenn man im Minicamper unterwegs ist und das auch noch zu zweit, man muss sich bewusst sein, man kommt sich da unfreiwillig oder freiwillig sehr nahe. Das betrifft alles, umziehen, auf Toilette gehen und was ihr da sonst noch alles organisieren müsst. Da muss man sich auf jeden Fall drauf einstellen und einen relativ unprätentiösen, unaufgeregten, entspannten Umgang mit sowas haben und einfach viel Verständnis für den Nebenmenschen, denn auf so kleinem Raum ist das dann natürlich eine andere Sache. Kann man sich schlechter aus dem Weg gehen und sollte man sich vorher überlegen da. Wie reist ihr? Seid ihr auch im Minicamper unterwegs? Und wenn ja, wie hat sich die Realität da bei euch bemerkbar gemacht? Wann sind eure romantisierten Vorstellungen auf den harten Boden der Realität geklatscht? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.